meine lieben Menschen, schön, dass du mal wieder dabei bist bei einer Folge Alpha Sanja. In diesem Video soll es darum gehen, wie ich aus meiner Opferrolle rausgekommen bin und eine Entscheidung getroffen habe, die wirklich lebenswichtig für mich war und ja, die mir ermöglicht haben, dass ich jetzt hier stehe, wo ich stehe und ja, das mit euch teile. Wer meine Videos gesehen hat, kennt so ein bisschen meine Lebensgeschichte oder meine Krankheitsgeschichte, sage ich mal. Und zwar fing alles von 5 Jahren an, wo ich erstmal einen Tinnitus hatte und der wurde dann immer chronischer, also regelmäßiger. Irgendwann mal war der ganz da, wurde auch immer lauter und laut. Ich bekam auch eine Schwerhörigkeit bis irgendwann mal zur Morbus Meniere, also mit Schwindelanfällen. Und wer Morbus Meniere kennt, weiß, es ist jetzt nicht ein ganz normaler Schwindelanfall, sondern der Gleichgewichtsorgan setzt wirklich aus und ja, man ist erstmal Schachmatt. Irgendwann mal begriff ich, dass ich damals die Wahl hatte, jeder Mensch hat diese Wahl, entweder sein Leben weiter so zu führen und ja, zu leiden, sich über den Tinnitus, über die Schwindelanfälle aufzuregen, Angst davor zu haben, gehindert in der Lebensqualität zu sein. Oder man hat die Wahl, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, das, was man ändern kann, zu ändern und das, was man nicht ändern kann, lernen zu akzeptieren. Das war auch mein Weg oder das war auch mein Aha-Moment, wo ich mir dachte, okay, so oder so. Ich habe mich damals dazu entschieden, nicht mehr Opfer meiner selbst zu sein, sondern das Ganze in die Hand zu nehmen und ein Leben zu führen, das ich leben möchte. Ich fing an, mich meiner Angst zu stellen, weil ich wusste, okay, wenn weiter diese Angst da ist, dann bin ich eigentlich nicht mehr lebensfähig. Ich bin nicht gesellschaftsfähig, ich bin nicht arbeitsfähig und ja, ich kann eigentlich mein Leben gleich wegschmeißen. Das wollte ich eben nicht. Deswegen habe ich mich meiner Angst gestellt. Ich habe mich ganz oft und schrittweise den Situationen gestellt, die mir Angst bereitet haben, um daraus zu wachsen. Mit dem Tinnitus ist es so, ich habe das Meditieren angefangen, eigentlich um ruhiger zu werden und ja, der inneren Unruhe sozusagen entgegenzuwirken. Es hatte aber einen sehr schönen Nebeneffekt. Und zwar habe ich gelernt, mit meinem Tinnitus einfach in der Stille dazusitzen und es nicht zu bewerten, sondern einfach als das anzunehmen, was es ist. Einfach nur ein Geräusch, genauso wie Magenkrummen. Ich nehme es mittlerweile wahr wie, ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die Natur und die Umwelt macht ja auch sehr viele Geräusche und die nehmen wir eigentlich aktiv gar nicht so richtig wahr. Die stören uns nicht und ja, so ist es für meinen Tinnitus auch. Was ich dir hier mitgeben will, ist, dass du genauso die Wahl hast, ob du weiter Opfer deines Seins, Opfer deiner Symptome, deiner Geschichte sein möchtest oder ob du dein Leben in die Hand nimmst und das änderst, was nötig ist und was du nicht ändern kannst, einfach mal akzeptierst. Das war es auch schon von mir, das wollte ich dir in diesem Video mitgeben. Geh weg von der Opferrolle und geh in die Kriegerrolle und kämpfe für dein Leben, kämpfe für deine Lebensqualität und für deine Ruhe und deine Zufriedenheit. Wenn du mehr über mich, aber auch meine Geschichte, über Tinnitus, Morbus Meniere, Geräuschempfindlichkeit, aber auch Psychologie und den Körper erfahren möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Ansonsten lass mir doch gerne ein Like da, wenn dir dieses Video gefällt. Und ja, ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne sonnige Woche. Und bis zur nächsten Woche, ihr Lieben. Tschüssi!